Jetzt sehen wir uns an, wie wir die Farben des Bildes manipulieren können. Unter dem Zauberstabwerkzeug im unteren Bereich ist die erste Option Farbton, Sättigung und Helligkeit. Wie der Name schon sagt, kann ich eben diese drei Eigenschaften des gesamten Bildes manipulieren. Wenn ich also hier den Regler für Farbton verschiebe, dann verschiebe ich sämtliche Farben eben in die Richtung der Skala hier und kann damit eigentlich ganz wilde Effekte erzielen, je nachdem, was ich habe. Kann ich hier ganz neue Bilder, ganz neue Farben kreieren. Mit der Sättigung erhöhe ich, wie der Name schon sagt, eben die Sättigung. Ich nehme also das Grau raus. Hier bei den Haaren wirkt es ganz offensichtlich. Die Rottöne werden knalliger und mit der Helligkeit kann ich eben Weiß oder Schwarz zum gesamten Bild hinzufügen, also alles heller oder dunkler machen. Links sind die Knöpfe Zurücksetzen, Vorschau und Widerrufen. Widerrufen bezieht sich auf den letzten Schritt, den ich gemacht habe. Wiederholen macht das Widerrufen sozusagen rückgängig. Vorschau kann ich tippen und halten, um zu sehen, wie das Bild ausgesehen hat vor der Anwendung meiner Verschiebung hier. Und über Zurücksetzen komme ich ganz zurück zum Ursprungsbild. Der nächste Menüpunkt hier ist die Farbbalance. Und hier werden die Komplementärfarben jeweils angezeigt, also Cyan und Rot, Magenta und Grün, Gelb und Blau. Das heißt, wenn ich den Regler in Richtung Cyan ziehe, dann bekomme ich die Werte mehr in diese Cyan-Richtung und weniger Rot. Ich muss aber noch rechts schauen, um welche Werte es gerade geht. Da habe ich Glanzlichter, Mitteltöne und Schatten. Und es geht eben darum, dass entweder die hellen, die mittleren oder die dunkleren Pixel überhaupt davon beeinflusst werden, was ich hier tue. Nehme ich jetzt also mal die Schatten und möchte gerne etwas Rot aus den Schatten rausnehmen und das in Richtung Cyan ziehen, dann sieht man da beim Hals, dass die rötlichen Schatten eben bläulich-grünlicher werden. Hier sieht man, dass ich viele magentafarbene Schatten sozusagen habe und wenn ich jetzt den Regler in Richtung Grün ziehe, dann wird das Ganze eben auch grün. Das kann ich eben auch für die hellen Bereiche und für die Mitteltöne machen. Okay, der nächste Punkt sind die Kurven des Bildes. Lass dich davon nicht abschrecken, es ist gar nicht so kompliziert, wie es auf den ersten Blick ausschauen könnte, wenn man unten dieses Diagramm sieht. Und zwar musst du dir vorstellen, dass auf der X-Skala von links nach rechts die dunklen Werte, die Mitteltöne und dann die hellsten Werte kommen. Also ganz links in der linken Spalte von diesen 4 Unterteilungen sind sozusagen die dunklen Bereiche, dann die nächsten beiden Balken stehen mehr oder weniger für die Mitten im Bild und ganz rechts sind die hellen Töne. Rechts in dem Menü finde ich Gemisch Rot, Grün, Blau. Das heißt, was ich an der Kurve manipuliere, bezieht sich entweder auf alle 3 Farbkanäle oder ich schränke das ein auf einen der 3 Farbkanäle, eben Rot, Grün oder Blau. Bleiben wir mal beim Gemisch und ich ziehe diesen Punkt, diesen Anfasser hier runter. Dann heißt es, ich setze alle Werte ein bisschen runter. Das heißt, das Bild wird einfach nur dunkler, weil eben diese Linie, diese Gerade, sich komplett nach unten bewegt, wenn ich dort nur den Punkt runterziehe. Ich kann also hier auch das Bild einfach nur heller machen, indem ich den linken Anfasser hochziehe, denn hier werden einfach alle Werte gleichmäßig erhöht. Das Bild wird heller. Ich kann aber auch eigene Punkte setzen, indem ich einfach drauf tippe. Jetzt habe ich in der Mitte einen neuen Punkt gesetzt und jetzt kann ich auch hier hoch und runter setzen. Das heißt, die unteren Werte, die dunklen Bereiche, bleiben also dort etwas weniger beeinflusst und das gleiche gilt auch für die höheren Bereiche, wenn ich nur den Punkt in der Mitte ziehe. Noch ein interessanter Effekt, ich mache mal zurücksetzen. Wenn ich jetzt den linken Anfasser weiter nach rechts ziehe, dann werden die Pixel, die vorher in dem mittleren Bereich, in dem unteren mittleren Bereich waren, runtergezogen, also tiefer gesetzt. Es wird also dort dunkler, während die hellen Bereiche immer noch hell bleiben oder ich sie sogar noch heller ziehen kann. Ich hoffe, das wirkt sich jetzt ein bisschen hilfreich auf das Verständnis aus, was man mit dieser Kurve machen kann. Ich tippe jetzt mal nur auf Rot, damit nur der Rotkanal beeinflusst wird und ziehe jetzt auch einfach mal hier einfach die Kurve nach oben. Das heißt, die
helleren roten Bereiche werden jetzt nach oben gezogen. Es gibt also mehr Rot. Wenn ich das Rot runterziehe, dann gibt es mehr Cyan, weil ja die Komplementärfarbe von Rot Cyan ist und deswegen wird das Bild halt hier so grün-bläulicher. Also es ist definitiv ein Graph, vor dem man keine Angst haben muss, mit dem man ein bisschen spielen kann. Es ist immer ganz praktisch zum Aufhellen des Bildes. Beispielsweise, wenn man eine Zeichnung einscannt, dann benutze ich das ganz gerne, um eventuell die Papierstruktur zu entfernen oder so kleine Schlieren vom Scan zu entfernen. Dann kann man hier eigentlich die hellen Bereiche immer ganz gut hochziehen, weil die Information des Gemalten ja meistens hier eher in dem dunkleren Bereich liegt. Also das sind die Möglichkeiten gewesen, das Bild insgesamt einzufärben. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit des Neufärbens. Die schauen wir uns aber separat an.